Vor allem beim Start in dein tägliches Übeprogramm ist es wichtig, dass du nicht gleich mit voller Power startest, sondern ganz im Gegenteil, der Muskulatur, dem Material, deinem Körper Zeit gibst, sich zu aktivieren. Und hier ist es vor allem auch wichtig, dass wir nicht knallende Töne spielen, sondern erstmal das Lippenmaterial einschwingen lassen. Du startest hier in einer bequemen Lage, das ist meist G1 oder C2, machst einen Ansatz und lässt die Luft rausfließen. Und achtest eben darauf, dass der Ton möglichst ausgeglichen und gleichmäßig klingt. Sobald du ein gutes Gefühl entwickelt hast, gehen wir in die Bewegung. Dann auch in die tiefe Lage. Und so kann ich erstmal mich in meiner tiefen bzw. mittleren Lage bewegen. Gleichmäßig die Luft fließen lassen, tonal oder chromatisch das Ganze gestalten, schrittweise eben in der Abwärts- bzw. in der Aufwärtsbewegung. Und wenn das klappt, gehen wir letztendlich auch da wieder in die Bindungen rein, zum Beispiel. Halbton tiefer. Und wieder ein Halbton tiefer und so weiter und so fort. Und so baust du eine gewisse Routine auf, die du eben täglich abspielst. Das können 5 Minuten sein, es können aber auch natürlich 10 Minuten sein, die du benötigst, um eben in dein Trompetenspielen zu starten. Wie fließt die Luft? Wie klingt die Trompete? Was macht die Zunge? Das wäre jetzt der nächste Schritt. Weiche Zungenbewegung. Na, so ein bisschen mit der Zunge spielen, letztendlich weicher Anstoß, dü, 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 ta, 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 ta. Solche Sachen machen, damit einfach die Zunge auch aktiviert wird. Und wenn das gut läuft und du ein gutes Gefühl hast, geht man ja sowieso meistens schon. Na, ein bisschen chromatisch nach oben. Was schließt sich jetzt an? Ja, natürlich unsere technischen Übungen. Klassiker natürlich Clark 1 oder Clark 2, eben um hier auch wieder unsere Zunge, unseren Luftfluss, unsere Bindungen zu spielen. Jawohl, das wären jetzt schon, sagen wir mal, vom Zeitaufwand, je nachdem, wie intensiv ich die einzelnen Abschnitte mache, ungefähr 5 bis 6 Minuten. Na, keine Räder dazwischen, sondern da spielt man halt viel. Und wenn das dann geht, jawohl, okay, dann gehe ich in die Bindungen nach oben. Und natürlich dann und checke einfach mal, wie ist der Ansatz heute, wie fließt die Luft, wie komme ich mit meiner Zunge in der 2 gestrichenen bzw. dann in der 3 gestrichenen Oktave zurecht. Okay, alles klar, wunderbar. Nächster Schritt. Jetzt haben wir letztendlich dann die Mehrfachzungenanstöße und da geht es meistens dann mit der Doppelzunge los.
und so weiter. Und letztendlich die gleichen Übungen kann man ja auch täglich variieren. Also der dreifache Zungenanstoß. Auch hier wieder unterschiedlichste Übungen machen. Erstmal auf einer gleichbleibenden Tonhöhe, dann etwas in Bewegung gehen und letztendlich dann, ja, geht es ja schon in Richtung Konzertliteratur. Also deine Stücke, die du eben spielst, ganz egal ob Orchesterstücke oder eben Solostücke, oder auch andere Werke eben, die man sich erarbeiten kann. Technische, komplizierte Stellen nimmt man sich dann raus, kommt ins Spielen. Eventuell, wenn man da Freude daran hat, auch mit Play-Alongs ein paar Sachen spielen. Gibt es ja unzählige auf dem Markt, damit man einfach ein Warm-up hat, die technischen Übungen hat, seine Literatur erarbeitet und dann ganz wichtig am Schluss auch noch einfach ins Spielen kommt. Und da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, ob du jetzt eine Aufnahme nimmst von Band XYZ und deine Flügel- und Trompetenstimme dazu spielst oder eben Play-Alongs, ne, wie gerade eben schon erwähnt. Aber letztendlich bleibt dann nur noch eine Sache, nämlich das Cool-Down nach deinem Trompetespiel. Und da bietet es sich ja an, richtig in den Keller runter zu gehen, also in Richtung Pedaltöne, eventuell sogar noch drüber hinweg, also wenn du da drunten bist. Und merkt richtig, wie sich das Material locker, das kribbelt, das ist gut durchblutet. Ja, wunderbar. Und jetzt bist du eigentlich, ne, wenn du ganze Schritte durchgemacht hast, eigentlich mit deinem Trompetentraining durch, erledigt. Jetzt gibt es eine Sache und die empfehle ich immer ganz am Ende eben vom Übealltag anzustellen, ist es das Ausdauertraining bzw. die Training unserer Muskulatur. Da gibt es unterschiedlichste Trainingsgeräte, Lippenexpander oder Pete, Bleistift oder Holzstäbchen und so weiter und so fort. Gibt es unzählige Varianten. Wichtig ist immer, dass es hier zwei Möglichkeiten gibt. Entweder anspannen, halten, entspannen, anspannen, halten, entspannen. Also dieses typische Hin- und Her bewegen. Oder du gehst eben in die Spannung. Und hältst diese so lange wie es eben geht. Ganz wichtig danach, ausstreichen. Solche Sachen machen, damit einfach die Muskulatur wieder locker wird. Und dann war es das für den Tag. Kein Trompetespiel mehr, nur noch Trompete wegpacken, vorher noch entwässern. Das war's. Also mach das nicht, wenn du abends noch eine Probe hast, sondern da eben solche Sachen dann nicht machen. Einspielen ja, aber dann letztendlich auch wieder ins Cooldown kommen, ins Lockern, ins Entspannen, ins Regenerieren und am nächsten Tag kann es eben dann weitergehen. Ich wünsche dir bei deinem Trompetentraining, bei deinem Warm-up, bei deiner Entwicklung einer Routine viel Erfolg. Hast du Fragen, ab damit in die Kommentare und ganz wichtig am Ende noch ein Like und Abo da lassen. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.